Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder ein neues Töpfervideo und ihr wisst ja, ich denke ja auch immer sehr nachhaltig und ich finde, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und ich habe mir mal überlegt, wie es dann wäre, wenn man vielleicht eine Geschenkverpackung töpfert, die man vielleicht auch noch anderweitig nutzen kann. Dazu habe ich hier zwei Abflussrohre, die sind unterschiedlich groß, die passen auch ineinander. Und das größere Rohr hat einen Durchmesser von 11 cm. Und das kleinere Rohr hat dann einen Durchmesser von 10 cm, sodass man also die wirklich gut ineinander stecken kann. Beide Rohre werden jetzt erst einmal in Zeitung eingewickelt, richtig schön straff die Zeitung drum wickeln, als ob ihr ein Geschenk einpackt. Die eingewickelten Rohre dienen mir jetzt als Form und wenn ich den Ton anschließend randrücke, dann habe ich durch das Papier, durch die Zeitung ein wunderbares Trennmittel und bekomme so nachher die inneren Formen, also die Rohre auch wieder von dem Ton getrennt. Ansonsten würde das Ganze dran festkleben und beim Trocknungsvorgang auch reißen. Wer es ganz ordentlich haben möchte, der könnte jetzt mit einem Klebestreifen noch das Papier befestigen und so würde das einen besseren Halt haben. Für meine Zwecke reicht das aber aus und ich beginne jetzt auch wieder den Ton mit meinen Leisten auszurollen. Wer meine Videos kennt, wird das wissen, dass ich gerne mit diesen Leisten arbeite, wenn man dadurch einen schönen gleichmäßigen Scherben hinbekommt und die Dicke dann auch schön gleichmäßig ist von den Gefäßen, die man dann erstellen möchte. Wenn ich der Meinung bin, dass der Ton ausreicht in seiner Länge, dann probiere ich das einmal aus und merke mir hier eine Kante, um dann auch den Ton einmal komplett drum herum zu wickeln. Hier in dem Fall reicht es noch nicht. Ich kann aber diesen Ton schon mal als Grundfläche nutzen, dafür sollte der schon vollkommen ausreichen und probiere jetzt einmal mit dem größeren Rohr, ob das Ganze passt. Das sieht gut aus, ich drücke das auch einmal fest an und somit habe ich auch gleich einen Abdruck und weiß ganz genau, was ich jetzt ausschneiden muss. Die Grundplatte kommt jetzt auf ein extra Brettchen, wird nochmal etwas angedrückt und darf jetzt erstmal etwas an der Seite trocknen, weil der Ton auch hier wieder ganz schön feucht ist. Ich nehme jetzt hier auch eine neue Holzplatte, weil wie gesagt, der feuchte Ton würde jetzt auf der Stelle auch wieder kleben bleiben. Schneide mir mit dem Schneidedraht ein ordentliches Stück ab und werde jetzt versuchen, doch einmal die Rolle ganz zu umwickeln mit dem ausgerollten Ton. Das ist das gleiche Prozedere, also Ton wieder ausrollen. Dann kommen die Leisten an die Seite und dann wird es nochmal schön auf Fläche ausgerollt und zwar so, dass eine gleichmäßige Stärke entsteht. Zwischendurch glätte ich den Ton immer mit einer Silikonschiene. In dem Fall ist das hier der obere Aufsatz von einem Teigschaber aus der Küche. Der ist mir kaputt gegangen und ich habe gedacht, ich kann das vielleicht noch für die Töpferwerkstatt verwenden. Und ich muss sagen, das hat sich auch bewährt. Das ist ein wirklich gutes Mittel, um den Ton glatt zu bekommen. Ja, und jetzt merke ich mir hier die Kante, da wo das Papier endet und lege die Kante einmal an, markiere mir das auf dem Ton und rolle das Ganze einmal rum, um festzustellen, ob das reicht. In dem Fall passt das jetzt hier.
Und ich schneide mir jetzt hier erstmal ganz locker ein Rechteck zu. Das kann ich nachher noch anpassen. Das wird nachher nochmal ganz genau ausgemessen, um jetzt erstmal eine grobe Fläche zu haben, um zu gucken, ob das Ganze wirklich passt. So, und einmal den Ton um die Rolle herum wickeln und die überlappenden Stellen lasse ich auch erstmal so. Und ich schneide jetzt hier in der Mitte, also nicht auf Kante, sondern wirklich in der Mitte richtig tief durch, sodass ich im Prinzip zwei Reste erhalte, nämlich einmal unter dem Ton und einmal auf dem Ton. Und dadurch habe ich im Prinzip eine ganz glatte Verbindung, wo ich jetzt den Ton aneinander bringen kann. Den verschmiere ich jetzt erstmal grob mit dem Messer. Und die Kanten, die passen jetzt ganz genau aufeinander. Ich könnte da auch ein Muster reinschneiden, dann würde das Muster auch aufeinander passen. Also dadurch, dass jetzt im Prinzip diese zwei Tonenden übereinander liegen und ich dann einen Schnitt vornehme, wird das Ganze richtig schön zusammenpassen. Ich glätte das Ganze jetzt nochmal, indem ich immer in eine Richtung fahre, also von unten nach oben, nicht kreuz und quer, sondern schön glatt von unten nach oben streichen. Und da sieht man schon, wie schön gleichmäßig und glatt das ganze Gefäß wird. Die Renderscheibe dient mir jetzt zum gleichmäßigen Arbeiten. Ich habe jetzt hier wieder mein Unterteil und werde das Ganze jetzt versuchen aufeinander zu bringen. Ich ziehe auch das Rohr schon ein Stück raus, damit es da unten nicht allzu weit aufstößt. Und so habe ich jetzt dann die Gelegenheit, auch mit dieser Renderscheibe schnell und rundherum zu arbeiten. Schaschlikstäbchen ritze ich mir jetzt im unteren Bereich den Rand an. Anschließend kommt ordentlich Schlicker drauf und auch der Rand, der untere Rand von dem Gefäß wird jetzt einmal angeritzt. Und dann werde ich die beiden Teile zusammenbringen und von außen auch wieder etwas verschmieren, damit die beide schön zusammenpassen und zusammenhalten. Hatte ich das Rohr entfernt, das macht sich besser und ihr seht auch gleichzeitig, wie schön man das durch das Papier wieder entnommen bekommt. Und das mache ich jetzt aber zum Trocknungsvorgang wieder rein und zum Glätten, weil ich ein bisschen Stabilität brauche, und so hat das Ganze jetzt auch vernünftig Halt.
nun mein Gefäß auch geglättet habe, zentriere ich mir das Ganze noch auf der Rinderscheibe, weil ich jetzt auch den oberen Rand noch mal abschneiden muss. Der muss natürlich schön gerade werden. Und beim Zentrieren ist es wichtig, dass ihr wirklich darauf achtet, wenn ihr zum Beispiel wie ich jetzt das Schaschlikstäbchen dagegen haltet, beim Drehen, dass man also die Abstände zum Stäbchen sich merkt und dann entsprechend auch immer ausgleicht. Das muss jetzt nicht auf einen Millimeter genau sein wie beim Töpfern auf der Scheibe, das reicht aus. Also um jetzt hier einen Strich ranzumachen und das abzumessen, ist das eigentlich vollkommen ausreichend. Und da habe ich jetzt meine Markierung angesetzt und werde jetzt anschließend mit dem Messer einmal ganz vorsichtig herumfahren und habe dann somit meinen glatten Schnitt, den ich hier durchgetätigt habe, und kann dann den oberen restlichen Ton entnehmen. So, das Ganze sieht schon ganz gut aus und jetzt entnehme ich das Rohr und werde das ganze Papier, was jetzt noch übrig ist, ein bisschen zusammendrücken und ausstopfen, damit mir das Gefäß nicht zusammensackt, und so kriegt es noch ein bisschen Halt und kann jetzt in Ruhe trocknen. Gleichermaßen gehe ich mit dem größeren Rohr um. Das ist im Prinzip das gleiche, deswegen kommt es jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Das Einzige, was jetzt hier anders ist, dass die Höhe des Gefäßes, was ich jetzt mache, nicht ganz so hoch ist, weil das nachher der Deckel sein wird. Hier mit dem Deckel noch mache, hatte ich im großen Gefäß nicht getan. Ich habe jetzt hier eine etwas breitere Leiste, habe mir wieder ein bisschen Ton gleichmäßig ausgerollt und werde jetzt mit dieser Leiste, mit dieser gleichmäßigen Leiste, ja, mir zwei quasi Ringe zusammenschneiden, also erstmal ausschneiden und dann zusammenkleben, also wie Serviettenringe vielleicht. Die dienen mir dann als Halterung für Kerzen. Das heißt also, der Deckel kann gleichzeitig als Kerzenhalter genutzt werden. Und ich werde das hier für 2 Stabkerzen vorrichten, sodass ich also wie gesagt auch gleichmäßig die Umrandung der Kerzen, die Halterung der Kerzen dann eben hier ausfertige und dann auch in den Deckel mit einklebe. Dazu habe ich hier ein kleines Rundholz, da werde ich den Ton einmal drum herum wickeln, habe dann hier schon eine schöne gleichmäßige Länge, die ich dann eben zweimal fertige. Hier mit meinem Gärungstool, ihr kennt das vielleicht schon, ein paar haben von euch von mir schon mal eins geschenkt bekommen, ansonsten gibt es auch noch wenige noch auf Etsy in meinem Shop zu kaufen. Die sind wunderbar, diese Tools. Ihr könnt euch die natürlich auch selber bauen, wenn ihr eine kleine Werkstatt habt oder jemanden kennt, der mit Holz arbeitet. Schaut mal in mein Video, ich werde euch das darunter verlinken. Vielleicht ist das ja was für euch. Ich nutze das ganz gerne, weil man hier eine schöne gleichmäßige Stärke wieder hinbekommt und das Ganze sich wirklich wunderbar miteinander verbinden lässt. Anprobe von den 2 Halterungen, da werde ich dann einmal noch mal mit meinem Schaschlikstäbchen drum herum gehen, um dann einen Abdruck zu haben, um zu wissen, wo ich jetzt auch wieder anritzen muss und den Schlicker hingeben muss. Und dann werden die 2 Halterungen dort befestigt und dann darf das Ganze auch wieder schön vor sich hin. So, und dann habe ich kurzfristig entschieden, dass ich das Unterteil noch mit einem schönen Juteband verzieren möchte, wo dann vielleicht noch ein paar Anhänger rankommen. Ja, und auch hier wieder ganz hoch konzentriert bei der Arbeit ritze ich mir den Ton ein. Und da kann natürlich das Juteband oder das Juteseil nachher wunderbaren Halt drin finden und rutscht mir nicht runter. Und als Anhänger werde ich jetzt noch ein Herz töpfern und ausschneiden und 2 Kugeln, die dann als Endbefestigung von dem Juteband dienen.
Und das mache ich ganz von freier Hand und werde mir gar keine großen Formen dazu nehmen, also Ausstechformen. Kann man natürlich auch, ihr könnt auch Blumen oder was euch gefällt. Der Kreativität sind ja Gott sei Dank keine Grenzen gesetzt. Nach dem Trocknungsvorgang, also noch vor dem Sprühbrand, passe ich das Ganze schon einmal an. Ja, und hier habe ich ein bisschen Widerstand und ich werde das Ganze, hier, man merkt das schon, wie das ein bisschen wackelt, werde das Ganze mit etwas Schleifpapier nochmal bearbeiten, und zwar so lange, bis der Deckel dann auch wirklich passt. Und auch die scharfen Kanten werden schon mal ein bisschen abgeschliffen, aber ihr müsst wirklich ganz, ganz doll vorsichtig sein, wenn ihr das ungeschrühte Töpfergut bearbeitet. Das ist noch so brüchig, da muss man wirklich sehr, sehr viel Feingefühl haben. Und wenn ihr da noch ungeübt seid, ist es vielleicht besser, noch einen Sprühbrand abzuwarten. Wie gesagt, damit lassen sich immer scharfe Kanten oder Unebenheiten nochmal gut beseitigen. Nach dem Sprühbrand geht es dann ran ans Glasieren. Ich habe mich hier für 2 Farben entschieden. Das ist zum einen Vogelei, das ist eine schöne Beigefarbe mit Sprenkelanteilen drin. Ich mag die sehr, weil die auch einen sehr natürlichen Farbton hat. Und zum anderen als großen Kontrast ein schönes Hellblau. Das werde ich im oberen Bereich ansetzen, und ich denke, das sind 2 schöne Farben, die gut zueinander passen. Da seid ihr aber auch in eurer Idee und Kreativität überhaupt nicht eingeschränkt. Ihr könnt natürlich das so machen, wie ihr das möchtet. Wie gesagt, meine Videos sollen euch nur immer ein Hinweis und ein Ideengeber sein. Ihr könnt das aber natürlich auch genauso gerne nachmachen. Meine Geschenkverpackung ist jetzt fertig gebrannt, und da kommt jetzt einmal noch das Juteband drumherum. Wie gesagt, durch die Vertiefung rutscht mir das auch nicht runter, das wird schön fest verbunden. Da kommt noch das kleine Herz und die 2 Bommeln kommen noch dran, und dann sieht das Ganze schon mal ganz nett aus. Und ich werde auch noch an der unteren Seite des Hauptgefäßes, also von diesem großen Gefäß, noch etwas Pappe ankleben, und auch an das obere Gefäß werde ich noch einen Ring aus Pappe schneiden, weil man das ja, wie gesagt, noch auf eine andere Art und Weise nutzen kann, indem man jetzt hier halt einfach die Gefäße, die jetzt erstmal als Geschenkverpackung dienen, auch auseinandernehmen kann, und man kann entweder ein paar Blumen in das Hauptgefäß stellen oder einen Blumentopf, und das Oberteil mit den 2 Kerzenhaltern kann man dann eben halt ja, als Kerzenhalter nutzen. So sieht das Ganze jetzt aus. Im oberen Teil ist mir leider die Glasur etwas missraten, wie man hier unschwer erkennen kann. Deswegen werde ich das auch behalten. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen mehr Glück mit. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Töpfern. Seid kreativ, bleibt dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bye, bye.